Hallo und willkommen hier auf meinem Kanal. Tati ist wieder da und ich freue mich, euch hier wieder begrüßen zu dürfen. So, ich will nicht lange quatschen, wir legen sofort los. Es wird etwas sehr lecker heute zubereitet und ganz einfach. Das sind die Wiener Croissants oder wie ich es nenne, Sonntagssnack. Dafür brauchen wir folgende Zutaten. Ich habe hier Wiener Würstchen im Glas, ein Ei, davon brauche ich das Eigelb nur, ein wenig Ketchup, geriebenen Käse nach eurem Wahl und was wir brauchen ist Blätterteig. So, als erstes werden die Würstchen passend geschnitten. Cut! So, ich nehme die Würstchen alle hier raus, kommen sofort auf ein Papierstück. Mit Papier trocken tupfen. So. Und dann werden die geschnitten in 3 Stücke. Gucken, dass die ungefähr alle gleich sind. Und dann nochmal jedes Stück halbieren. Jetzt, wo wir die Würstchen halbiert haben, machen wir mit dem Teig weiter. Nun werden wir den Teig ausrollen. Erstmal. Nun nehme ich ein Stück von der geschnittenen Wurst und dann lege ich hier drauf, so dass ich ungefähr weiß, wie breit mein Streifen sein wird. Und dann braucht man etwas, womit man gerade schneiden kann. Und so wird dann mein Streifen jetzt hier geschnitten. Zack! Und so mache ich weiter. Jetzt haben wir die Streifen fertig. Und als nächstes kommt unser Ketchup in Einsatz. Nicht zu viel, es darf nicht zu flüssig werden. Also dann gehe ich ganz leicht mit meinem Ketchup hier rüber. Oh, hat ein bisschen gekleckert, aber nicht schlimm. Kriegen wir irgendwie hin. Dann brauche ich einen kleinen Löffel und davon teilen wir so schön überall. Das ist übrigens eine super Idee für Geburtstage, weil das ist für klein und groß etwas. Alle lieben diese Snacks, diese Wiener Croissants. Ich spreche aus Erfahrung, weil ich schon ein paar Mal das gemacht habe und ruckzuck waren die Dinger weg. Dann, als nächstes verteile ich dann den Käse rüber. Auch nicht zu viel davon. Ich freue mich jetzt schon. Noch nicht fertig, aber freue mich schon. Nun brauche ich ein Messer, die Stücke Wurst und wir brauchen auch noch ein Blech mit Backpapier belegt. Das alles habe ich hier schon fertig und es wird gerollt jetzt. Dann habe ich das Stück Wurst. Dann wird einmal gedreht und so. Nochmal, praktisch zweimal gedreht. Dann schneide ich hier. Da gucke ich, dass das so schön geklebt ist. Okay, und noch mein Tipp ist, hier oben drauf schneiden wir noch an 3 Stellen. Vorsichtig. Und das war's. Unser erster Croissant ist fertig. Würstchen Croissant ist fertig. Dann wird alles hier gelegt auf dem Blech. Und so mache ich weiter. Aus so einem Streifen entstehen 3 Stücke. Der Teig wird schon weich jetzt langsam. Ich muss mich beeilen. Bevor ich es hier weitermache,
wird erstmal mein Backofen angemacht und zwar auf 180 Grad Umluft. So, und weiter geht's. Es wird gerollt. Natürlich, man kann auch die Stücke etwas breiter machen, aber glaubt mir, das ist die perfekte Größe. Mit ein Häppchen im Mund und es gibt auch keinen Dreck, keine Sauerei. Und wie gesagt, geeignet auch für klein und groß. Ja, so sehen die schönen Teigtaschen, Wursttaschen aus. 21 Stück habe ich daraus gewonnen, aus einem Stück Blätterteig. Nun bleibt noch dann mit Eigelb bepinseln und dann sind wir soweit fertig. Dafür brauche ich das Eigelb jetzt. Hier. Ich muss jetzt mal trennen. Und alle Stücke werden schön gleichmäßig pinselt. So. Das Bepinseln ist jetzt erledigt und die schönen Stücke kommen jetzt in den vorgeheizten Backofen für etwa 20 bis 25 Minuten, bis die schönen Stücke eine goldbraune Farbe bekommen. Ja, und ich habe vergessen zu sagen, auf mittlere Stufe. Bis gleich. Ich habe mich mit Handschuhen schon bewaffnet und jetzt kommen die Croissants raus. Uhu, wow! Die sehen fantastisch aus. So. Et voilà! So sehen die schöne und leckere Teilchen aus. Ich freue mich schon. Es tut richtig gut. So, ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr hier heute mit mir wart und ja, ich habe schon verlernt, fast hier mich zu verabschieden. Ja, ich hoffe, euch hier bei dem nächsten Video begrüßen zu dürfen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, eure Tati. Bis bald.